Ich bin Angela Schönberger und ich bin die ehemalige Geschäftsführerin des Internationalen Designzentrums. Und zwar war ich das von 1985 bis 2001. Angefangen habe ich natürlich mit einem Studium und das war die Kunstgeschichte, Archäologie und Psychologie und habe 1979 promoviert mit einem Thema zur neuen Reichskanzlei von Albert Speer zum Zusammenhang von nationalsozialistischer Ideologie und Architektur. Und die Arbeit ist auch als Buch erschienen im Gebrüder-Mann Verlag 1981. Und es ist mir wichtig, weil ich sehr viel in den Archiven geforscht habe und meine Arbeit zeigt auf, dass nicht alles, was Speer in seiner Erinnerung geschrieben hat, so der Wahrheit entspricht. Das war also eines der ersten Bücher, um genau zu sagen, das zweite, das zur Dekonstruktion des Mythos Speer beigetragen hat. Wir wollten nicht so ein großes Buch machen. Das hat Speer von sich herausgegeben und das ist sozusagen die Dekonstruktion. Ne? Ich habe natürlich die normale Museumslaufbahn erstmal als Volontärin bei den Museen angefangen, war bei der Gemäldegalerie, Kupferstichkabinett und beim Kunstgewerbemuseum. Das spielt jetzt eine Rolle für meine spätere Laufbahn und war dann freiberuflich tätig und freiberuflich für das Internationale Designzentrum. Nämlich, ich habe an einem Ausstellungsprojekt damals mitgewirkt, designhistorisch, also 150 Jahre deutsches Design, ne, Produkt, Form, Geschichte. Es war eine Ausstellung, die das Institut für Auslandsbeziehungen organisiert hat und die dann weltweit gewandert ist. Sie war quasi in China, die war in Australien, die war in Südamerika, die war in Nordamerika und so weiter. Also sie tourte über die ganze Welt. Und das war quasi mein Einstieg für das IDZ, denn als François Burckhardt nach Paris ging, an Centre Pompidou, also mein Vorgänger, wurde ich seine Nachfolgerin und war dann von 1985 bis 2001 Geschäftsführerin des Internationalen Designzentrums. Ein Projekt, was sehr erfolgreich für das IDZ war, das ist die Ausstellung über Raymond Loewy, Pionier des amerikanischen Industriedesigns. 1990 in der Akademie der Künste eröffnet. Wichtig war damals, Raymond Loewy war sozusagen ein Star, er war bekannt, aber man wusste eigentlich auch nicht so viel über ihn. Er hat ja in seinem langen Berufsleben von den 30er Jahren bis in die 70er Jahre hinein hat er ja durch seine Gestaltung quasi den American Way of Life mitgeprägt und seine Kundenliste, die liest sich auch wie das Who is Who des Big Business in Amerika. Er hat gearbeitet für die Fluggesellschaft TVA, er hat Studebaker Automobildesign, er hat Ozean, Riesen, aber er hat auch Lippenstifte und kleine Dinge entworfen. Die großen Energiekonzerne Shell und Exxon zum Beispiel und auch die NASA, ein Weltplayer. Und diese Geschichte wollten wir in einer Ausstellung vorstellen und dokumentieren. Und sie war sozusagen wirklich, glaube ich, das erfolgreichste Projekt des IDZs. Ja. Sie ist gewandert, war in München, dann im Centre Pompidou in Paris, dann war sie in London im Designmuseum und dann war sie noch im Stedelijk Museum in Amsterdam. Also über 300.000 Besucher haben diese Ausstellung gesehen. Und das hat auch viel mit dem Thema, nicht nur mit der Person, Loewy, sage ich, also im Amerikanischen heißt er Raymond Loewy, mit ihm zu tun, sondern
Die Ausstellung war auch erfolgreich, weil sie ein sehr gutes Ausstellungsdesign hatte. Und das erwähne ich, weil Gernot Nahlbach, nämlich der Mann von Johanne Nahlbach, das Ausstellungsdesign mit Albrecht Ecke zusammen entwickelt hat. Also es gibt noch mehr Lieblingsprojekte. Aber eines möchte ich jetzt doch noch hervorheben. Das ist die Ausstellung Neue Länder, neue Wege, Produkt und Design einer Wirtschaftsregion im Wandel. Die haben wir 1993 auf der Frühjahrsmesse, es war glaube ich die letzte Frühjahrsmesse in Leipzig, wurde die von Bundeskanzler Helmut Kohl eröffnet. Und die Idee war natürlich, dass in dieser Zeit des Umbruchs, dieser ganz schwierigen Zeit für die neuen Bundesländer, als die großen Kombinate aufgelöst wurden, das Wort Abwicklung die Runde machte, die Treuhand auch eine nicht gerade heldische Rolle spielte, dass in dieser Zeit auch was Neues entsteht. Und diesem Neuen wollten wir ein Podium geben und das in die Öffentlichkeit bringen und vorzeigen. Und das war auch eine Ausstellung, die gewandert ist. Die ging durch alle 9 Bundesländern, Frankfurter Messe, Hamburger Messe, Ausland, Chicago, San Francisco, New York und dann noch Kanada, Toronto. Und das Bundeswirtschaftsministerium hat den Katalog als Präsent wenn die Minister ins Ausland gefahren sind, dann haben die den Katalog als Präsent mitgenommen, um zu zeigen, was es Neues entsteht in den neuen Bundesländern. So, und darauf bin ich ziemlich stolz, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war ein mir sehr wichtiges Projekt. Aber nochmal was zum Ausstellungsgestaltung. Das hatte Albrecht Ecke gemacht und auch hier wieder ist die sehr gute, gelungene Ausstellungsgestaltung ein wichtiger Beitrag für den Erfolg der Ausstellung gewesen. Kunstgewerbemuseum, da gibt es natürlich auch 2 Projekte, die mir wichtig waren. Das war die Eröffnung von Schloss Köpenick 2004 als sozusagen Museum im Schloss mit Exponaten aus den Epochen Renaissance, Barock und Rokoko. Ein Muss für jeden Berliner, dort mal hinzufahren und sich das anzuschauen. So, und dann gibt es noch den Ankauf der Modesammlung, 1600 Objekte, Kostüme aus dem 18. Jahrhundert bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts. Mit der Haute Couture und sozusagen ein neuer Bereich für das Kunstgewerbemuseum und zu sehen auf der Modegalerie des Museums heute. Also was mir jetzt sehr gut gefällt, das ist die Arbeit von der Ingrid Kraus im Zusammenhang mit dem 100. Geburtstag von Otto Eicher. Er ist ja einer der wichtigsten deutschen Designerpersönlichkeiten und das IDZ macht die Veranstaltungen der Akademie der Künste zum Geburtstag und zu den Olympischen Spielen. Und ich finde vor allem sehr wichtig, dass es dazu noch diese Plattform gibt, auf der man alle Informationen dazu nochmal nachlesen kann und sich auch informieren kann, was da noch weiterkommt. Und die ist wirklich einmalig, also die kann ich nur jedem empfehlen, da nochmal reinzuschauen. Ja, und wer sich besonders für die Olympischen Spiele interessiert, der kann ja dann auch ins Breuhan-Museum gehen. Da ist die Ausstellung Otto Eicher Olympia 72. Und als Buch finde ich sehr gut Otto Eicher, Designer, Typograf, Denker. Denker ist bei ihm natürlich auch ein ganz großes Wort, muss man sagen. Er ist ein Denker, aber er ist auch ein hervorragender Gestalter.